Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es die Review zum 1965 erschienenen Film Daikaiju Gamera, im Deutschen besser bekannt unter dem Namen Gamera, Frankensteins Monster aus dem Eis. Dr. Hidaka reist in Begleitung seiner Assistentin Kyoko Yamamoto und des Fotografen Aoyagi an Bord des Schiffes Chidori Maru zu einer Inuit-Insel in der Arktis, um dem Mythos einer ungewöhnlichen Schildkrötenart nachzugehen. Diese wird in deren Folklore erwähnt. Während Dr. Hidaka sich mit den Inuit-Häuptlingen berät, fliegen mehrere unbekannte Tarnkappenflugzeuge über das Gebiet. Der Kapitän der Chidori Maru kontaktiert einen nahegelegenen amerikanischen Militärstützpunkt, der mehrere Kampfjets alarmiert, um die unbekannten Flugzeuge abzufangen. Als die Flugzeuge nicht auf die Warnung der amerikanischen Kampfjets reagieren, öffnen diese das Feuer und schießen ihre Raketen ab. Sie schaffen es, eines der Tarnkappenflugzeuge abzuschießen. Das Flugzeug stürzt mehrere Meilen vom Inuit-Dorf entfernt auf einer eisigen Ebene ab und explodiert. Als Hidaka und seine Crew die Explosion aus der Ferne beobachten, wird ihnen klar, dass das Flugzeug Atomwaffen getragen haben muss, denn über der Arktis wird ein Atompit sichtbar. Obwohl Hidaka und das Dorf sich in einer sicheren Entfernung von der Atomexplosion befinden, reißt die Explosion das arktische Eis auf und eine gigantische zweibeinige Schildkröte taucht aus dem Spalt auf. Das Wesen brüllt wild und bahnt sich seinen Weg zur Chidori Maru, zerschmettert sie mit seinen gewaltigen Armen und tötet fast alle an Bord. Als Dr. Hidaka und seine Mannschaft sich zur Abreise bereit machen, überreicht ihm der Inuit-Häuptling eine Steinschnitzerei, die eine riesige Schildkröte inmitten von etwas darstellt, das wie Wellen aussieht. Dr. Hidaka fragt den Häuptling, ob dies die legendäre Riesenschildkröte sei, die auf dem verlorenen Kontinent Atlantis lebte, und der Häuptling antwortete, dass es sich tatsächlich um den Gesandten des Teufels Gamera handele. Nach dem Untergang der Chidori Maru reist Hidaka nach New York, um Fragen der Presse zu Gamera zu beantworten. Dr. Hidaka sagt, Gamera sei der Atomexplosion, die ihn aus seinem eisigen Gefängnis befreite, sehr nahe gewesen und werde daher letztendlich an der tödlichen Strahlendosis sterben, die er absorbiert hat. Nebenbei bemerkt er, das sei eine Schande, da Gamera ein wertvolles wissenschaftliches Objekt gewesen wäre. Mittlerweile werden überall auf der Welt, besonders in Japan, fliegende Untertassen gesichtet. Auf dem Rückflug nach Japan bemerken Dr. Hidaka, Aoyagi und Kyoko, dass fliegende Untertassen der neue Trend sind, da Gamera wahrscheinlich tot auf dem Meeresboden liegt. In einem kleinen Dorf in Hokkaido erfährt Nobuyaya Sakurai von einer Lehrerin, dass ihr kleiner Bruder Toshio den Unterricht stört, weil er Schildkröten mit in den Unterricht bringt. Nobuyo verspricht, mit Toshio darüber zu sprechen, und beim Abendessen sagen sie und ihr Vater Toshio, dass er seine Haustierschildkröte Chibi in die Wildnis entlassen muss. Widerwillig bringt Toshio Chibi in die Nähe des Meeres und bringt ihm einen kleinen Unterschlupf aus Stein. Er verspricht ihn morgen wiederzusehen. Doch als Toshio sich umdreht, um nach Hause zu gehen, sieht er Gamera über der Klippe erscheinen. Er rennt zu seiner Schwester, um sie zu warnen, und gemeinsam sehen sie, wie Gamera an Land geht. Toshio rennt zum Leuchtturm im Dorf, aber Gamera holt mit dem Arm aus und zerbricht den Leuchtturm in zwei. Toshio hängt an einem Geländer und versucht, sein Leben zu retten. Als Toshio den Halt verliert und fällt, fängt Gamera ihn mit der Hand auf und setzt ihn sanft auf den Boden ab, bevor er ans Meer zurückkehrt. Nachdem Dr. Hidaka, Kyoko und Aoyagi erfahren haben, dass Gamera noch lebt und sich auf Hokkaido befindet, reisen sie dorthin, um mit Professor Murase und der GSDF Gegenmaßnahmen zu besprechen. Als Gamera an einem Kraftwerk landet, stellt Murase fest, dass Gamera über eine Art inneren Ofen verfügt, in der es ihm ermöglicht, sich von anorganischen Materialien wie Kohle, Erdöl, Feuer und nuklearem Material zu ernähren, diese dann in organische Substanzen umzuwandeln und zur Nahrungsaufnahme zu nutzen. Dr. Hidaka fordert die JSDF auf, nicht auf Gamera zu schießen und die Hochspannungsleitung rund um das Kraftwerk zu nutzen, um ihm abzuwehren. Zu ihrer Überraschung durchbricht Gamera die Leitung und scheint Energie daraus zu beziehen. Hidaka weist die JSDF an, mit ihrer Artillerie auf Gamera zu feuern, doch auch diese bleibt wirkungslos. Dr. Murase kommt zu dem Schluss, dass Gameras Körpergewebe so dicht ist, dass es selbst die stärksten Metalllegierungen übertrifft, sodass er völlig immun gegen konventionelle Waffen ist. Da Gamera auf Hokkaido wütet, bleibt der JSDF keine andere Wahl, als das amerikanische Militär zu kontaktieren und einen Atomschlag gegen Gamera zu fordern. Dr. Hidaka erfährt jedoch von einer experimentellen Cadmium-Gefrierbombe, die von der JSDF entwickelt wurde, und beschließt, dass sie gegen Gamera wirksam sein könnte. Dr. Hidaka fordert die JSDF auf, den Atomschlag abzubrechen, da Gamera eine Atomexplosion aus kürzester Distanz standgehalten hat und nur noch stärker geworden ist.
Stattdessen sollen sie Gamera auf einen Hügel locken und die Gefrierbomben auf ihn abwerfen. Sobald er den Gipfel erreicht hat, werden mehrere Gefrierbomben auf ihn abgeworfen, die ihn mit Eis überziehen und bewegungsunfähig machen. Da die Gefrierbomben nur 10 Minuten wirken, beeilen sich die JSDF-Soldaten, Dynamit auf den Hügel zu platzieren, während Gamera eingefroren ist, um es dann zu zünden, wodurch Gamera den Hügel hinunterstürzen wird und auf den Rücken landet. Die JSDF jubelt, da sie glauben, Gamera werde nun hilflos auf den Rücken liegen und irgendwann verhungern. Und zum Entsetzen aller zieht Gamera Kopf und Gliedmaßen in seinen Panzer zurück und spuckt Flammen aus den Öffnungen. Gamera schwebt vom Boden auf, beginnt sich schnell zu drehen und fliegt dann in die Ferne. Dr. Hidaka erkennt, dass die Inuit-Schnitzereien Gamera nicht zwischen Wellen, sondern zwischen Wolken zeigte und dass die Sichtungen der fliehenden Untertassen tatsächlich Sichtungen von Gamera während seines Fluges sind. Gamera wird überall auf der Welt gesichtet, hat aber glücklicherweise noch kein dicht besiedeltes Gebiet angegriffen. Als es in der Bucht von Tokio zu bizarren Schiffsunglücken und Überschwemmungen kommt, beschließt Dr. Hidaka, dass Gamera unter der Bucht schläft und unweigerlich an Land kommen wird. Hidaka trifft sich mit Vertretern der USA und der Sowjetunion und gemeinsam entwickeln sie eine letzte Gegenmaßnahme gegen Gamera, den Z-Plan. Während der Z-Plan in Izu-Oshima vorbereitet wird, kommt Gamera in derselben Nacht an Land und verwüstet Tokio. Um Gamera zu beschäftigen, bis der Z-Plan fertiggestellt ist, werden mit Petroleum gefüllte Züge zu Gamera geschickt, damit er sich davon ernähren kann. Toshio, der zu seinem Onkel nach Tokio gezogen ist, während sein Haus in Hokkaido repariert wird, steigt in einen dieser Züge, um Gamera aus der Nähe zu sehen. Da Chibi nach seinem Besuch nirgendwo zu finden ist, glaubt Toshio, dass Chibi sich in Gamera verwandelt hat und dass Gamera sein Freund ist. Ein Arbeiter sieht Toshio im Zug und schafft es gerade noch, ihn davon runterzuziehen, bevor dieser abstürzt. Dann fordert er ihn auf, nach Hause zu gehen. Nobuo bereitet die Evakuierung der Stadt vor, kann Toshio jedoch nicht finden. Dieser schleicht sich auf ein Schiff nach Izu-Oshima ein. Auf Oshima treffen Hidaka und die JSDF die letzten Vorbereitungen für den Z-Plan. Eine Ölspur wird von Tokio bis zur Insel gelegt und bei Einbruch der Dunkelheit entzündet. Gamera sieht die Flammen und folgt ihnen zur Insel, doch ein Taifun trifft diese und löscht die Flammen. Aoyagi, der sich als Arbeiter getarnt auf die Insel geschlichen hat, setzt die Zelte dort in Brand, um Gamera weiter anzulocken. Gamera sieht das Feuer und versucht an Land zu gehen. Doch der Taifun nimmt an Intensität zu und löscht die Flammen. Glücklicherweise bricht der Berg Mihahara kurz darauf aus und der Ausbruch zieht Gamera weiter ins Landesinnere. Nachdem es gelungen ist, Gamera nach Izu-Oshima zu locken, kann der Z-Plan endlich in die Tat umgesetzt werden. Am nächsten Morgen kommt Nobuo auf die Insel und trifft Toshio wieder, der beobachten möchte, wie der Z-Plan in Gang gesetzt wird. Mit Treibstoff aus einem unterirdischen Silo werden Flammen aus Löchern im Boden nahe der Inselmitte geschossen. Gamera wird in die Mitte dieser Flammentürme gezogen und ist dann gefangen, als sich der Boden öffnet und eine riesige Kapsel sich um ihn schließt. Die Kapsel ist an einer Rakete befestigt, die von der Insel startet, die Atmosphäre verlässt und als Ziel den Mars anvisiert. Auf der Erde konnte Gamera zwar nicht besiegt werden, doch die Welt ist nun vor seinen Schrecken sicher, da er in die kargen Ebenen des Mars verbannt wurde. Auf die Frage, ob er traurig sei, dass Gamera weg ist, verneint Toshio und schwört, dass er eines Tages zum Mars reisen und ihn besuchen wird. Toshio winkt, als die Rakete in den Weltraum eintritt und verabschiedet sich so von Gamera. Hallo, nun zu meiner Bewertung. Der erste Gamera beginnt klassisch für einen Kaiju-Film mit einer Atomexplosion. Der Rest ist nicht sonderlich neu, macht aber Spaß. Interessant sind die ganzen Plot-Elemente, wie das Kaiju umgesetzt wurde. Von Gameras Fähigkeiten an, seiner Herkunft und bis hin zum Z-Plan ist es durchaus ansprechend. 8 Gs. Zu den Effekten stehe ich zwiegespalten gegenüber. Einerseits sehen viele Aufnahmen der Sets echt gut aus, auch der Atompilz zu Anfang ist gut animiert, aber das Kostüm Gameras in der Showa-Ära kann mich überhaupt nicht abholen. Mit Augen zu, 5 Gs. Die Musik von Tadashi Yamauchi hat leider nicht die Kraft und Wirkung wie die von Akira Ifukube, jedoch begleitet sie gut durch den Film. 7 Gs. Hier gibt es Kämpfe nur mit dem Militär, aber die können leider wenig überzeugen. 5 Gs. Leider zieht sich der Film etwas. Man merkt, dass Regisseur Yuasa noch Erfahrung brauchte. Macht aber nichts, in der Gamera Showa-Reihe wird es bald sehr viel bunter zugehen. 5 Ks.
Damit komme ich auf 30 von 50 Gs. Die Handlung ist klassisch für einen Kaiju-Film dieser Zeit, nur hat man hier den Eindruck, dass sich Dai etwas viel von Godzilla und Co. hat inspirieren lassen. 5 Gs. Die Effekte lassen kaum vermuten, dass das Filmbudget recht gering war. Denn das Kostüm sieht bis aus den Kopf solide aus, während die Modellbauten und die Flugszenen von Gamera super umgesetzt sind. 8 Gs. Die Musikstücke von Tadashi Yamauchi sind eher unauffällig und mehr als Begleitmusik stellen sie recht selten dar. 4 Gs. Einen Kaiju-Kampf gibt es hier noch nicht und so kämpft Gamera nur gegen das Militär. Diese Kämpfe sind recht ansehnlich, doch wie immer merkt das Militär recht schnell, dass sie keine Chance haben. In diesem Film jedoch treten sie mit immer neuen Ideen wieder an und triumphieren schlussendlich. 7 Gs. Der Film ist recht spannend, da es mehrfach zu Wendungen kommt. Man analysiert den Stein und merkt, dass es anders ist, als man dachte. Man sprengt Gamera auf den Rücken, doch er kann fliegen und schließlich wird er per Rakete ins All geschickt. 8 Gs. Insgesamt komme ich damit auf 32 von 50 Gs. Zusammen mit Sven seine Bewertung erhält der Film durchschnittlich 31 Gs. Gamera, Frankensteins Monster aus dem All, ist ein klassischer Vertreter des frühen Kaiju-Kinos und ein guter erster Schritt für Dai ins Kaiju-Genre. Auch wenn in diesem Film der kinderfreundliche Tenor bereits zu erkennen ist, so ist dieser Film doch noch recht düster gestaltet. Bis dann! Es war